herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kati und ich freue mich, dass ihr zu mir gestoßen seid. Ich wollte heute noch mal ein kleines Paint with me machen oder Work in Process und dazu erzähle ich euch einfach ein kleines bisschen was, während ich meine Steinchen auf die Leinwand bringe. Ja, noch mal kurz zur Info. Dienstags kommt meistens ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zum Häkeln. Für alle, die neu dabei sind, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und dass ich mich freue, dass ihr zu mir gefunden habt einfach. Ja, ihr seht es schon, ich habe meinen süßen Koffer hier liegen und einmal das kleine Bild von der Künstlerin Finira, das Topsy Turvy Wonderland Rendezvous. Das ist von The One with the Diamond Art aus dem Shop. Das Bild habe ich euch auch vorgestellt, das kann ich euch immer oben verlinken einfach. Dann könnt ihr da ja mal schauen. Das habe ich euch sozusagen ausgepackt. Ja, und ich dachte, da arbeiten wir einfach ein bisschen weiter. Ihr seht es, die Seite ist ja fertig. Das letzte Mal kam nicht so viel dazu. Wir hatten ja hier das Auge gepaintet. Und da kam jetzt noch der Hut sozusagen mit dazu. Und ich wollte gern hier bei der Karte mit euch weiter painten. Ich lege mir gerade mal die Leinwand hin und hole euch Dichter, damit ich jetzt gleich weiß, wie ihr am besten seht. Und dann muss ich mal gucken, dass wir den Fokus auskriegen. Denn mir ist aufgefallen, das letzte Mal hat er immer dann fokussiert, sobald ich da rumgewurschtelt habe mit den Fingern. Und dann war er nur am Fokussieren und dann dachte ich, ist das nicht so schön für euch. Ja, ich habe mir ein kleines Schiffchen schon mal geholt und den Stift, den wir das letzte Mal getestet haben, der ist wirklich schön, liegt super in der Hand. Also bin ich sehr begeistert von. Auch das hier das Schiffchen ist super. Das ist eins, womit ich sehr, sehr gerne arbeite, wenn es um kleinere Schiffchen geht. Ist das wirklich klasse. So, machen wir mal unsere Folie ab. Dann lege ich rüber. Und dann schauen wir mal, dass wir hier etwas painten. Ja, wie war denn eure Woche so? Ich muss gestehen, meine war mal wieder wie immer. Also ich beneide ja jeden, der sagt, ach, mir ist das und das und das und das und das passiert. Aber ja, bei mir halt nicht. Ich habe ein bisschen gepaintet, aber nicht an dem Alice-Bild hier. Also da hatte ich nur den Hut gemacht, sondern habe an einem Mystery Kalender, Osterkalender gepaintet. Und ein kleines Osterbild habe ich auch gepaintet. Und ich habe ein Mystery-Bild von Tini Schnickschnack angefangen, das ich auch zu so einem Event painte. Ich habe mir jetzt
Facebook installiert auf dem Handy und dazu bin ich in die Eventgruppen gegangen und dort laufen diese Events momentan. Also einmal dieses Mystery Event, wo man ein Mystery Bild paintet, und das Event mit dem Osterkalender bei Pichu Moon Art. Der Kalender oder das Bild dazu ist auch von Pichu Moon Art. Und dann das kleine Osterbild habe ich zu dem Easter Trills gepaintet. Ja, bei dem kleinen Bildchen von dem Hasen habe ich mich mal getraut und das waren runde Steinchen, und habe da die Steinchen ausgetauscht von dem Häschen und habe sie in Strass gelegt. Also das Häschen ist jetzt sozusagen ein Strasshäschen. Ich finde es jetzt nicht schlecht und ja, es ist in Ordnung, sagen wir mal so. Fürs erste Mal austauschen fand ich das jetzt nicht schlecht. Ich habe auch Steinchen genommen gehabt, die ich sowieso hier in meinen Reste-Sachen hatte. Und ja, ich muss sagen, das hat ganz gut geklappt. Die Steinchen haben gereicht. Ich meine, war ja jetzt auch kein mega großes Bild. Das hat vielleicht 15 auf 20 oder vielleicht 25, das kleine Bildchen. Aber ich finde es ganz süß. Das ist ganz goldig. Ja, und wie gesagt, das waren dann halt die Sachen, an denen ich so die Woche über gepaintet habe. Aber ich möchte ja auch hier mein Alice-Bildchen fertig bekommen. Und deswegen dachte ich, jetzt machen wir dazu nochmal unser Paint with Me. Ja, ich hoffe, bei euch die Woche war angenehm und nicht zu vollgepackt oder auch vielleicht zu stressig. Ich hoffe, ihr seid gesund, dass keiner krank ist, auch keiner in der Familie krank ist, weil das ist immer schon belastend. Das muss nicht sein. Ja, dann dachte ich, erzähle ich euch noch kurz, was ich gekocht habe. Wir hatten die Woche über versuche ich meistens zu kochen, und da gab es dieses Mal unterschiedliche Sachen. Ich hatte zum Beispiel zum ersten Mal so Nackensteaks gemacht, im Backofen aber, die ich in einer Auflaufform gemacht habe. Und dann habe ich da Käse und Jalapenos drüber gemacht, also alles, was einem so schmeckt. Ein bisschen Schmelzkäse dann natürlich noch drüber. Diese, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, diese Sahnekäse habe ich da noch ein bisschen drüber gemacht, damit das im Backofen schön zerlaufen kann. Und das haben wir dann gegessen mit gekauftem Zwiebelbaguette. Also das war wirklich lecker. Ich habe es nur eine Dreiviertelstunde bei 200 Grad im Backofen gelassen. Aber das war schon gut. Es hat auch super geklappt.
Das Fleisch war durch. Da hatte ich ja ein bisschen Bedenken. Also habe ich meistens Bedenken, wenn ich so Fleisch nicht vorgebraten in den Backofen mache. Aber das war durch. Und ich habe sie halt ein bisschen dünner geschnitten gehabt. Die waren ja gerade mal vielleicht so dick wie der Finger. Ja. Also von daher, ja, waren 4 Stück, habe ich reingemacht in so eine kleine rechteckige Auflaufform. Und wie gesagt, dann im Backofen und dann ist das schön überbacken gewesen. Dadurch, dass der Käse so schön geschmolzen ist und ich da diesen Sahnekäse noch drin hatte, gab es auch eine käsige Soße, die man dann schön mit dem Baguette einfach essen konnte. Also das war ein schnelles, gutes Essen, finde ich jetzt. Wir hatten noch einen Salat dazu, also grünen Salat habe ich noch gemacht mit Dressing. Ich habe gerade überlegt, ob ich Joghurt gemacht habe, aber ich glaube, ich habe Essig und Öl gemacht. Und ja, das hat mich hat mich halt überrascht, dass das doch so gut funktioniert hat alles. Manchmal bin ich da ja ein bisschen chaotisch und wenn ich dann was Neues ausprobiere, ist das meistens oder manchmal, nee, meistens nicht so, wie ich es erwarte. Und ja, deswegen dachte ich eigentlich, würde das eher nicht so super laufen. Aber es war gut. Ja, dann habe ich muss ich überlegen, am Mittwoch Klöße gemacht, so selbstgemachte gefüllte Klöße, aber diesmal mit Kloßteig, gekauften Kloßteig. Habe mir die noch gefüllt und dann so, bei uns heißt das Stüppe, mit dazu gemacht. Oder wir nennen es Stüppe in der Familie. Das ist Schinkenwürfelchen, die man anbrät und dann mit Milch und Sahne abgelöscht. Und dann schmeckt man die Soße sich halt noch mit verschiedenen Gewürzen ab. Und die gefüllten Klöße und dann die Stippe dazu. Die Klöße habe ich mit Lauch und Zwiebeln und ein ganz klein wenig Hackfleisch gefüllt. Und noch so getrocknetes Brötchen in Milch aufgeweicht und das noch mit dazu gemacht, um das Hackfleisch halt ein bisschen zu strecken. Und was hatte ich noch drin? Den Lauch, die Zwiebeln. Na, was habe ich denn da noch reingemacht? Oh, ich weiß es nicht mehr. Den Lauch und die Zwiebeln, das Hackfleisch, das Brötchen, Ei für die Konsistenz, damit es zusammenhält alles. Und dann Salz und Pfeffer. Ja, und die Klöße habe ich dann, also die Füllung und dann den Kloßteig drumherum und dann alles gekocht im heißen Wasser. Genau, das isst mein Sohn unheimlich gerne. Also der liebt das gefüllte Klöße. Die kann man sich auch so kaufen. Die sind auch wunderbar. Aber diesmal habe ich sie selber gemacht. Genau. Ja, und dann war ja meine Tochter auf Klassenfahrt. Die kam am Donnerstag, gestern wieder. Und dann hat sie sich gewünscht, einmal Lasagne. Und dann habe ich meiner Tochter
eine Lasagne gemacht, aber nicht mit Hackfleisch, sondern mit Karotten und Tofu. Und ja, die Füllung sozusagen für die Lasagne habe ich einfach, den Tofu habe ich einfach zubereitet, als wenn ich ganz normales Hackfleisch mache. Habe ihn also angebraten und dann mit den Salz und den Möhren, die halt auch noch, mit Salz, mit den Zwiebeln und den Möhren auch noch mit angebraten, dann ein bisschen Tomatenmark dran und ein bisschen Senf und dann mit Salz und Pfeffer und Paprikagewürz abgeschmeckt und Wasser. Ja, das Wasser, damit man die Soße da hat, was ihr da auch nehmen könnt. Da hatte ich aber nur noch ein halbes Päckchen, ist passierte Tomaten. Die hatte ich noch und habe die noch mit reingemacht. Das war auch sehr lecker und das halt dann alles in einer rechteckigen Auflaufform mit Nudelplatten geschichtet, also Nudelplatte und dann die Soße drauf. Eine Bechamelsoße und sowas mache ich persönlich jetzt nicht bei der Lasagne, bei unserer mit drauf, weil ja, man hat ja genug vom Käse und allem. Und deswegen gibt es das bei mir so ohne Bechamelsoße. Ist aber auch sehr lecker. Ja, die hatte sie sich gewünscht. Und dann gab es die gestern am Donnerstag. Das war auch sehr gut. Genau. Was ich heute Abend koche, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es auch einfach nur Brot. Wir hatten jetzt noch kein warmes Essen sozusagen. Ich kam jetzt gerade erst von der Arbeit und dachte aber, komm, wir machen noch ein kleines Paint with me. Und deswegen ist auch noch nichts gekocht bei mir zu Hause. Aber das ist nicht schlimm. Das hält man auch mal aus. Ja, das war sozusagen meine Kochwoche. Und ja, was war sonst noch die Woche? Ja, wie gesagt, die Klassenfahrt war ja, das hat ihr wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin froh, dass das den Kindern ermöglicht wird, sowas, eine Klassenfahrt. Und dass die Lehrer da mitmachen. Denn ich finde, das ist eine Erfahrung, die die Kinder gerne machen können. Also wenn sie die Möglichkeit haben. Ja, ich meine, sie sind nicht weit weggefahren. Gerade, ja, ich glaube, eine Stunde, 1,5 Stunden Fahrt. Aber das ist auch in Ordnung, denn es geht ja allein darum, um die Gemeinschaft, finde ich. Und dass die Kinder mal zusammen sind und zusammen kochen und zusammen übernachten, zusammen die Aktivität machen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Die Kinder waren nach 3 Tagen, die Klassenfahrt ging nur 3 Tage, waren, glaube ich, froh, wieder da zu sein, weil es ist ja schon eine Umstellung für so und es ist auch anstrengend für die Kinder. Denn ja, alleine kochen, die waren in Hütten und in einem Fünferzimmer war meine Tochter
und damit 4 anderen Kindern zusammenzuleben, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist eine Erfahrung wert. Ja, man muss Rücksicht üben, man muss auf sich achten und ich bin froh, dass sie das mal machen konnte. Ich meine, die ist jetzt tierisch müde. Hat eben schon gesagt, oh, ich bin so müde, weil heute hatten sie noch Schule. Aber es ist super, schön. Sie waren da noch im Schwimmbad, da ist ein Hallenbad in der Nähe gewesen, wo sie waren zur Klassenfahrt. Und was auch schön war wohl, ist, sie hat erzählt, sie waren noch in einer Trampolinhalle. Und das dachte ich ist auch, das ist wirklich, wirklich schön für Kinder. Da können sie toben, können hüpfen und springen und machen und sich ja, betätigen körperlich. Und sie haben einfach ihren Spaß. Dann hatten sie natürlich jedes Haus, waren ja verschiedene Häuser, jedes Haus hatte dann auch mal in den 3 Tagen entweder Kochdienst oder Spüldienst. Also sie wurden nicht sozusagen von den Lehrern bekocht und verwöhnt, sondern sie mussten selbst dran. Und das ist auch was, wo ich mir denke, ja, ist ja mal nicht schlimm. Für 3 Tage ist das doch auszuhalten. Oder sagen wir mal für 2 Tage, denn sie hatten nur 2 Tage Mittagessen, was gemacht wurde. Und da hatten sie einmal Nudeln mit Tomatensauce, hat ein Haus gekocht. Und am nächsten Tag haben sie gegrillt zum Mittagessen. Ja, sie wollten noch eine Nachtwanderung machen, aber das hat leider nicht geklappt, da das Wetter nachts wohl nicht so gut war. Ich meine, es war ja auch wirklich kalt hier bei uns und ja, muss ja dann nicht sein. Ich hätte es ihnen gewünscht, weil ich glaube, eine Nachtwanderung so in der Gruppe ist garantiert schön und macht auch viel Spaß. Aber was nicht ist, ist nicht. Das kann man immer noch nachholen. Und so ist ihre Klassenfahrt vonstatten gegangen. Wir Eltern haben die Kinder hingefahren an den Ort der Klassenfahrt. Also haben wir Fahrgemeinschaften gebildet und sie dann hingefahren, damit da auch jeder hinkommt. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe mich mit Eltern zusammengetan, mit ihren Kindern und habe dann 2 Kinder mitgenommen, weil mein Auto ist nicht so groß. Ich hatte mir am Dienstag Urlaub genommen, damit ich fahren konnte und habe sie dann dahin gefahren, was auch gut geklappt hat. Aber meine Güte, können Kinder Gepäck haben. Also, holla. Ich meine, von mir aus haben sie alles gebraucht. Die Mädels natürlich, das brauche ich und das auch, natürlich. Ja, jedem seine Sachen, um Himmels Willen. Aber war schon ordentlich. Also ich war froh, dass der eine Vater dann gesagt hat, komm, warte mal, ich pack dir das ins Auto alles. Denn ich habe ja hinten noch mein Hundegitter drin. Also vom Hund, das Gitter, das hatte ich nicht ausgebaut, weil ich eigentlich dachte, naja gut, komm, so viel Gepäck werden sie schon nicht haben. Aber da habe ich mich getäuscht. Meine Tochter hatte einen Schlafsack dabei und so einen kleinen Handgepäckkoffer.
Das kennt ihr bestimmt. Also das war kein großer Koffer, den darf man mit ins Flugzeug nehmen sozusagen. Also so ein kleiner Handgepäckskoffer war das. Und dann noch ihre Jacke und so einen kleinen Eastpak-Rucksack. Der war aber nicht vollgepackt. Also da war so nicht viel drin. Gerade die Flasche mit dem Getränk. Und was war da noch drin? Ah, ihre Weste. Sie hatte noch eine Weste mitgenommen. So. Und mehr hatte sie nicht. Und deswegen dachte ich auch irgendwie, werden die anderen Mädels nicht so viel haben. Aber ja, man kann sich doch irren. Also es war ordentlich Gepäck da, jeder mit einem großen Koffer und noch Rucksack und allem drum und dran. Und dann habe ich da gestanden und dachte nur, ach hey, wie kriege ich das denn bitte schön in mein Auto rein, mein armes Auto. Ja, aber der eine Papa, der hat dann geholfen und hat es reingestopft. Und dann konnte die Fahrt losgehen. Und abgeholt hat dann der Vater, der mir das Auto gepackt hat, hat dann gesagt, komm, du hast hingefahren, ich hole dann ab. Und der hat dann meine Tochter am Donnerstag wieder mit nach Hause gebracht. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Also war wirklich toll. Ja, und dann musste sie heute wieder in die Schule gehen. Mit etwas müden Augen ist sie dann heute wieder in die Schule gegangen. Was ich ein bisschen schade fand von der Schule her oder von den Lehrern her. Von den Lehrern her nicht. Nee, ich fand es einfach nur schade. Sie haben heute noch einen Test geschrieben und eine Arbeit. Und das fand ich ein bisschen ungünstig gelegt, muss ich sagen. Also, das war ein bisschen schade. Ja, kommen sie gerade von der Klassenfahrt und dann schreiben sie schon was. Also, das war ein bisschen schade, aber gut. Ändern kann man es nicht, man muss das Beste draus machen. Und das hat meine Tochter auch gemacht. Er hat gestern Abend noch fleißig gelernt, da war ich ja ganz erstaunt, weil ich eigentlich dachte, sie ist so müde, die macht nicht mehr viel. Da wäre ich ihr auch nicht böse gewesen, um Himmels Willen. Aber sie hat noch gelernt und ich durfte sie dann noch abfragen. Und ja, das hat dann hoffentlich auch ganz gut gefruchtet. Aber wenn dann auch keine gute Note dabei rauskommt, meine Güte, dann ist es halt mal so. Die Note ist auch nicht alles. Und wenn, kann sie es nachher mit etwas anderem ausgleichen, einfach. So denke ich mir das. Ich weiß nicht. Ich bin da immer sehr locker in so Sachen. Zumindest denke ich mir immer, sie geben ja ihr Bestes, die Kinder. Warum muss man oder soll man dann noch da großartig rummachen? Also ich finde immer, solange meine Kinder lernen und sich nicht auf die faule Haut legen und dann rumjammern, sondern wenn sie gelernt haben und dann sagen, ach, du, das hat gar nicht geklappt, ich weiß nicht, was war. Oder ich wusste das und das nicht mehr, aber sie haben vorher schon ein bisschen gelernt, dann sehe ich da auch nicht an, warum man da böse sein soll. Sie haben ihr Bestes gegeben und dann ist das in Ordnung. Ja. Da kommt noch so viel im Leben, wo sie nachher schauen müssen und machen müssen. Da muss das jetzt in dem Alter nicht sein. Also so ist da meine Einstellung. Natürlich ist es immer schön, wenn auch immer gute Noten nach Hause kommen würden, aber das ist nicht der Fall. Die haben mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag und so sind dann auch die Noten. Aber wie gesagt, solange das Beste gegeben wurde, bin ich damit hoch zufrieden. Man muss nicht
immer überall der Beste der Besten sein, sondern man darf auch gerne einfach man selbst sein. Fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Also, Kinder sind Kinder. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja, das waren sozusagen die Highlights der Woche bei mir. Das war, ja, war ganz schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass es so schönes Wetter immer war. Also wir hatten am Dienstag Regen und ja, sonst habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Nö, ich glaube, sonst hat es immer nur so ein bisschen sporadisch geregnet, aber sonst nicht mehr. Und das fand ich wirklich toll. Es ist zwar kalt, also es ist unglaublich kalt, aber es ist ja auch noch der Winter da. Von daher ist das, glaube ich, noch annehmbar. Was ich halt wunderschön finde, ist, man sieht jetzt, dass die Osterglocken rauskommen und die Blüten sieht man schon so ein bisschen rausschauen. Das finde ich klasse. Oder die Primelchen, dass die schon da sind. Das ist auch schön. Ich finde, da kommt schon so das Frühlingsfeeling auf. Das finde ich klasse. Ja. Damit kann ich leben. Jetzt kommt bald Frühling und dann ist auch schon Ostern und dann wird die Uhr umgestellt. Oh, das finde ich schade, dass die Uhr wieder vorgestellt wird. Das müsste wegen mir nicht sein. Aber gut, ändern kann ich es auch nicht. Ich muss es nehmen, wie es kommt. Aber trotzdem bräuchte ich es nicht. Also die Uhr vorstellen bräuchte ich nicht. Ich bin mehr der Typ, der die Winterzeit mag. Damit komme ich persönlich besser zurecht. Und auch irgendwie meine innere Uhr kommt damit besser zurecht. Also jetzt habe ich ein ganz gutes Zeitgefühl immer, aber in der Sommerzeit, da funktioniert das irgendwie bei mir nicht. Da bin ich immer ein bisschen anders gepolt von der Uhrzeit her. Aber wie gesagt, das ist halt so. Das wird nicht nur mir so gehen, da werden noch mehr betroffen von sein. Da kann man, wie gesagt, nichts ändern. Da machen wir das Beste draus. Fertig. Aus die Maus. Ja, da können wir nur froh sein, dass wir damit nicht alleine sind. Ne? Das ist so ein Punkt, der mich dann doch immer wieder ein bisschen aufbaut. So, ich würde sagen, wir machen vielleicht noch gerade die Karte wenigstens fertig, dass die gemacht ist. Und dann, da habe ich ein K vergessen, ich habe es gerade gesehen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss, wenn das hier mein Kärtchen sozusagen fertig ist. Ihr seht es, wir haben hier auch schon so die Fairy Dust Farben drin. Hier, der weiße. Das ist ein kleiner Fairy Dust. Ich finde, der kommt super schön. Der ist ganz zart und ganz scheu schon fast. Da ist noch ein K. Ach, jetzt habe ich aber die Augen nicht auf meiner Leinwand. Die 3 Hammer. Das ist ja... So. Na komm, das A. Dachte ich gerade, ich hätte da was an der
am Döschen gehabt, aber da war wohl doch nichts. War nur Einbildung. Ja. Ei. Seht ihr? So ist das manchmal. An welchem Bild paintet ihr denn gerade? Macht ihr auch mit bei den Events? Oder paintet ihr gerade ein Osterbild oder sowas? Oder vielleicht was ganz anderes. Vielleicht macht ihr ja noch ein Weihnachtsbild oder ein Herbstbild. Sowas ist ja auch immer ganz schön. Ja. Ja, das war schon eine schöne Woche, die wir hatten. Der eine so, der andere so. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei uns fangen bald, jetzt noch nicht, dauert noch ein bisschen, die Osterferien dann an. Ich meine, sie haben zwar nur eine Woche frei, die Kinder, aber trotzdem finde ich das wirklich schön für die Kinder. Denn mit den ganzen Arbeiten, Schreiben und dem ganzen Hin und Her haben sie sich das auch mal verdient, dass sie dann frei haben und da entspannen können einfach. Da freuen sich meine auch schon drauf. Ja, das ist schön für sie. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich da auch 1, 2 Tage frei. Das ist aber noch nicht geklärt, noch nicht raus. Ich meine, ist ja verständlich, bei uns in den Ferien wollen mehrere frei haben ja auch mehrere Kinder. Und ich schaue dann auch immer, dass das für mich abwechselnd ist. Und dass ich da auch mal einfach mich ein bisschen zurücknehme. Zumindest hoffe ich das, dass die Kollegen das auch so empfinden und die Kolleginnen. Aber man steckt ja selbst nicht in den Köpfen drin. Also von daher kann man das immer nur hoffen und sein Bestes geben. Jetzt habe ich da schon wieder ein B vergessen. Sowas, wenn das nur eins ist, dann ist okay. Aber wenn das öfters vorkommt, dann ärgert mich das manchmal auch. Ist zwar blöd, aber das ist so, dass mich das dann ärgert. Weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr das auch? Oder denkt ihr, oh, ist ja egal. Mein Gott, hole ich halt nochmal. Ich meine, ja, ist richtig, ich hole das Döschen ja auch nochmal, um Gottes Willen. Aber trotzdem, so innerlich denke ich mir dann, mein Gott, wo hast du deine Augen gehabt? Ja. Ja. Wann sind bei euch so Ferien? Sind die Kinder dann auch? Freuen die sich drauf? Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt ja, glaube ich, keinen Schüler, der sich da nicht drauf freut. Genauso wie wir uns freuen, wenn wir Urlaub haben oder mal wegfahren oder sowas, freuen die sich natürlich, wenn sie Ferien haben. Man ja auch verdient, um Gottes Willen. Wir wissen alle, wie es in der Schule war. Es gab Höhen und Tiefen. Und deswegen ist das doch immer ganz schön für die Kinder. So, unser M, da haben wir nur 3, den mache ich gerade so. 3, 1, 2, 3, 4. Hier noch. Das finde ich halt wirklich praktisch hier an diesen Döschen. Die kann man abziehen und dann kann man daraus painten.
Das kann man bei den Drehdosen auch. An sich sind die Drehdosen auch super. Hier steckt man es halt nur drauf, bei diesen größeren Tic-Tac-Dosen. Und bei dem anderen dreht man es ja zu. Ja, das Zudrehen finde ich an sich auch sehr gut. Mir ist es hier bei diesen Tic-Tac-Döschen schon passiert, dass ich eins umgeschmissen habe oder dass es mir runtergefallen ist. Zwar nicht aus so großer Höhe, aber trotzdem ist es mir runtergepurzelt. Und ich mache immer die Deckel, wenn ich die nur auf den Tisch hier stelle, nicht richtig zu. Und da ist mir das leider ein bisschen ausgeschüttet. Nicht viel, aber trotzdem ein bisschen. Aber war nicht schlimm, mein Gott, sammelt mal wieder ein. Ich war nur froh, dass das nicht mehr auf die Klebeleinwand drauf ist, sondern sozusagen nur nebendran gekullert ist. So, nochmal den noch. Jetzt habe ich es zugedrückt. Das E habe ich noch hier einmal. Na. Ja, ich glaube so, dieses Paint with Me hat mir jetzt persönlich besser gefallen. Bei dem anderen, ich wusste einfach nicht, was ich noch erzählen sollte. Da war ich auch nervös irgendwie und hat mich ein bisschen Überwindung dann gekostet. Und jetzt, heute finde ich, ist ganz, läuft's sozusagen. Ja, und das finde ich dann auch schöner. Das ist schöner zum Schauen und schöner zum Zuhören. Man kann ja auch nebenbei noch andere Sachen machen. Man muss ja nicht das ganze Video über schauen sozusagen, sondern man kann ja auch selber painten oder mal nach Zahlen machen oder stricken oder häkeln. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich mir so von jemandem ein Paint with Me anschaue oder Work in Process anschaue, dann mache ich meistens sowas noch nebenbei. Denn das finde ich immer ganz schön. Man wird ein bisschen berieselt und kann zuhören und sieht nachher ein Ergebnis sozusagen. No. Das ist ganz schön. So, das da oben lasse ich jetzt, sondern nur hier bei der Karte und hier unten das kurze da. Muss ich gerade halt, da haben wir noch einen. Da. Und das war's, oder? Ja. So, dann haben wir noch die 3834. Einmal hier. Und dann nur noch unseren Fairy Dust. Ich glaube, das ist auch der weiße, ja. Da sind es ja nur ein paar. Da springen sie schon raus. Ja, und dann haben wir unsere Karte auch schon geschafft. Und ein kleines Paint with Me gemacht. So. Das sieht doch ganz gut aus. Oder was denkt ihr hier? Ich gucke dann immer noch, ob irgendwo was hoch steht. Aber alles dran und fest. Ja, schön. So, dann hole ich euch noch mal raus. Denn ich finde, so vom Weiten sieht man das Ganze. Da wirkt das ein bisschen besser. Seht ihr?
sieht doch schön aus. Die kommt genauso schön raus, die Karo-Karte, wie hier die Karo-Karte. Also wirklich klasse. Das ist wirklich eine schöne Qualität. Ja. So, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ups, mache ich hier die Folie auch noch falsch rum drauf, dann lege ich es so rüber. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen da nach oben. Das hilft dem Kanal ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen, wenn ihr das mögt. Ja, und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, ich hoffe, ihr seid gesund. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.